Hallo zusammen, willkommen in der Bohrer Showküche. Heute geht es um Fisch und zwar Fisch in der Salzkruste. Dass es eigentlich ganz einfach ist und was man dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Es gibt Wolfsbarsch in der Salzkruste, dazu eine Tomatensalsa, Bratkartoffeln und Gemüse hier vom Professional von unserer Bohrer Grillpfanne. Und den Fisch, den machen wir nicht irgendwo, sondern den machen wir im X-Bo. Und das ist ein ganz besonderes Gerät. Darin kann man backen, darin kann man dämpfen, braten, grillen, quasi alles kochen, was man im Wasser zubereitet. So wie das genau funktioniert, zeige ich euch dann gleich. Und auf dem Professional haben wir hier natürlich den klassischen Bohrer Kochfeldabzug. Da ziehen dann alle Dämpfe nach unten. Die Zutaten sind der Wolfsbarsch, Salz, Eier, ein paar Kartoffeln, ein bisschen Butterschmalz oder Olivenöl, wenn euch das lieber ist, ein bisschen Knoblauch vielleicht, Kräuter. Das Grillgemüse, da nehmt ihr, was ihr gerade habt, was die Saison hergibt. In dem Fall sind so kleine Paprika, eine Zucchini, Frühlingslauch ist da, Frühlingszwiebel und grob geschnittene normale rote Zwiebeln. Für die Tomatensalsa braucht ihr passierte Tomaten oder frische, würzige, dann getrocknete Tomaten in Öl eingelegt. Ich habe Agavendicksaft, Aceto Balsamico, ein bisschen Schärfe, wer es will, mit Peperoni oder Chili, Knoblauch, Tomatenmark und geschnittene frische Zwiebeln. So, aber jetzt geht's los mit der Zubereitung, denn wir brauchen für die Salzkruste natürlich grobes Salz, feines Salz, den Fisch und was zum Verrühren und Eischnee. Beim Eiertrennen empfiehlt es sich wirklich vorsichtig zu sein, sich Zeit zu lassen. Sanft anklopfen, die Schale, dann mit 2 Daumen aufziehen, dann tropft das meiste schon runter. Flutsch ins eine, flutsch ins andere. Und dann macht ihr genauso weiter. Ihr seht jetzt schon, die Eigelb sind noch ganz und hier ist überhaupt kein Eigelb drin. Das heißt, jetzt kann man gut aufschlagen und jetzt stibitze ich mir dann noch eine kleine Prise Salz, weil das hilft, dass der Eischnee viel besser wird, viel fester. Jetzt ist er schön fest, bleibt alles drin, so muss es sein. Und nun wird es salzig. Das grobe und das feine Salz. Und der Eischnee. Das rührt ihr jetzt so lange zusammen, bis wirklich kein trockenes Salz mehr drin ist. Es fühlt sich ein bisschen so an wie beim Sandburgenbauen damals, wenn ihr den Sand so in der Hand hattet mit ein bisschen Wasser. Apropos bisschen Wasser, 2 Esslöffel müssen noch rein. Ihr rührt einfach so lange wie nötig, aber so wenig wie möglich, damit noch das Volumen und das Luftige vom Eischnee erhalten bleibt. Denn der wirkt dann, dass das Salz zusammenhält, aber auch gleichzeitig, man sagt, souffliert, also ein bisschen aufgeht und die Salzkruste lockerer wird. Jetzt müssen wir den Fisch noch ein bisschen vorbereiten. Da nehmt ihr eine gut schneidende Schere und entfernt die Flossen. Ein bisschen vorsichtig bei Wolfsbarsch und Dorade, weil die haben da oben ziemliche Stacheln. Und da vorsichtig sein, die Finger in Sicherheit bringen.
sind ziemlich grobe Dinger. So, und auf der anderen Seite haben wir noch unten noch eine kleine Flosse und da eine, da, die auch noch. Woran erkennt man jetzt den frischen Fisch? Die klaren Augen, die rosigen Kiemen und natürlich der Geruch. Ihr füllt ihn mit ein bisschen Zitrone, Rosmarin und dann habe ich da drüben noch Thymian. Müssen wir ihn salzen? Nein, natürlich nicht. Da ist noch genügend Salz gleich außenrum. So, und jetzt wenden wir uns dem X-Bo zu. Ihr seht schon, die Größe ist ganz normal. 60 auf 60 und in der Tiefe auch. Man kann ihn jederzeit aufmachen. Und da sehen wir auch schon Bleche, die dabei sind, ein Rost. Das hier ist ein gelochter Garbehälter, um Dinge zu dämpfen. Dafür ist der gedacht. Das ist das Universalblech. Ich liebe es, weil man kann unglaublich viele Sachen damit machen und es hilft, die Dinge zu bräunen. Alles wird super knusprig, was da drin gemacht wird. Es ist antihaftbeschichtet und deshalb braucht ihr kein Backpapier mehr. Darauf kommt jetzt das Bett für den Fisch. Was ihr noch da drin seht, ist ein stabiler Rost. Den braucht man, um Dinge zu grillen oder später dann für die Reinigung. Deshalb ist dieses kleine Loch da in der Mitte. Nun brauchen wir ein Bett für den Fisch. Also man muss so ungefähr abscannen, so lang, 1,5, fast die ganze Länge. Kann jetzt mit einem Drittel dieser salzigen Paste bestrichen und belegt werden. So, und der Rest kommt jetzt einfach oben drauf. Ihr seht schon, hier ist noch eine kleine Lücke. Das ist jetzt keine Schlamperei, sondern das ist Absicht. Und ich erzähle euch gleich, für was wir das brauchen. Aber zuvor noch mal kurz zum X-Bo. Jetzt schalten wir ihn mal ein. Und dann sehen wir schon das Anfangsszenario. Und das ist genau das, was wir bei Bora lieben, den Dampf. Da sehen wir schon ein gut übersichtliches Display, im Grunde selbsterklärend. Wer die Dinge gern selbst einstellen möchte, hat hier die Möglichkeit, die Temperatur zu ändern, plus Feuchtigkeit, minus Feuchtigkeit, das ist eine Spezialität vom X-Bo, Feuchtigkeit zu entziehen, weil so kriegt man auf allen Ebenen richtig knusprige, crispy Ergebnisse. Wenn man zum Beispiel einen Braten machen will, aber nicht so genau weiß, welche Einstellung könnte ich dann da benutzen, dann haben wir hier Braten schmoren. Und da ist schon mal eine Einstellung. Natürlich kann man im X-Bo, weil was ist der? Ich habe es vorhin schon erzählt, er ist was zum Backen, zum Dämpfen, also alles garen, was man im Wasser kocht, zum Grillen, zum Sous-Vide-Garen. Der kann unglaublich viel. Und warum kann er so viel? Weil er eigentlich ein Gastrogerät ist. Aber jetzt zu unserem Fisch. Welche Einstellung wäre da die beste? Hier sind viele Automatikprogramme. Ganz leicht erkennbar der Fisch oder Meeresfrüchte. Wir wollen jetzt Fisch. Und da drüben ist der Wolfsbarsch in Salzkruste. Den wählen wir aus. Aber kurz bevor ich das mache, hier seht ihr noch überall ein weißes B oben dran. Und dieses weiße B bedeutet Bora Choice. Ihr wisst ja, Bora sponsert ein Rennradteam. Und bei den Radfahrern ist es ganz wichtig, dass sie sich gut ernähren, mit optimalen Lebensmitteln und Vitalstoffen versorgt werden. Und das Bora Choice bedeutet, wenn ihr das kocht, dann kriegt ihr das alles. So, jetzt sehen wir aber den Wolfsbarsch in Salzkruste. Da ist er schon.
In dem Fall ist es schon gegart. Es gibt immer einen Tipp dazu. Und da steht genau das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Hier ist eine kleine Lücke, weil wir werden jetzt mit dem Kerntemperatursensor arbeiten. Und in diese kleine Lücke da oben, das empfiehlt dieser Text, stecken wir das Thermometer. Und natürlich auch die Empfehlung, was nimmt man für ein Blech her und welche Ebene kommt. Solche Sachen stehen da. Wenn ihr sagt, nein, ich hätte aber auch gern das Rezept dazu, dann gibt es hier den Link zum Rezept. Das fotografiert ihr ab mit dem iPad, mit dem Handy und schon kommt ihr auf die Bohrer Homepage, wo die ganzen Rezepte sind. So, und jetzt starten wir mal. Und was passiert jetzt? Der Lüfter setzt sich in Bewegung, Feuchtigkeit kommt dazu. Wie viel? Wenn man es wissen will, wird einfach der Finger auf die schwarze Zone hier gelegt und wir wischen nach oben und da seht ihr schon, aha, wir wollen auf 200 Grad. Und jetzt kommt die Anweisung, Speisenthermometer setzen und Gargut mittig oder unten einschieben. Und jetzt sehen wir auch eine weitere Besonderheit vom X-Bo, nämlich die Fähigkeit, den Dampf und die Gerüche im Garraum abzuziehen. Durch ein besonderes Patent wird der Dampf neutralisiert und hier hinter dem Display befindet sich der Aktivkohlefilter. Und da wird der Geruch zurückgehalten und der Dampf nach hinten rausgeblasen und ähnlich wie bei einem Kühlschrank oben, die gereinigte Luft kommt dann oben beim Hochschrank raus. So, aber jetzt rein mit dem Fisch. Wo ist jetzt das Speisenthermometer? Das ist hier drin. Und verbunden mit einer richtig stabilen Leitung, mit dem Kabel. Denn das bewirkt, dass man immer genau die richtigen Informationen bekommt. Entlang der Rückengräte, da wo das dicke Fleisch sitzt, da führt es ein. Zumachen, bestätigen und los geht's. Und jetzt kann man natürlich auch immer sehen, was macht er denn gerade. Wir wollen auf 200 Grad, sind ein bisschen runter mit der Temperatur, geht aber gleich rauf, 20% und 54 Grad Kerntemperatur. Dann kann man sicher sein, der Fisch ist saftig, aber durch. Die maximale Temperatur, die der X-Bo erreichen kann, sind 230 Grad. Durch die besondere Konvektionstechnik ist es aber für alles, was im Garraum drin ist, mindestens wie 250 Grad. Wenn ihr sehen wollt, was da drin los ist, dann schaltet ihr einfach das Licht an. Der Fisch ist jetzt da in besten Händen. Für uns locker Zeit, sich um die Kartoffeln zu kümmern. Also hier sind sie. Wie ihr jetzt die Kartoffeln schneiden wollt, ist natürlich auch Geschmacksfrage. Ich mache es immer ganz gern in so ungleichmäßige Ecken. Übrigens, wenn ihr gerne lange ein scharfes Messer haben wollt, dann ein kleiner Tipp, einfach nur beim Schieben der Lebensmittel übers Brett das Messer umdrehen. Dann bleibt die Klinge scharf. Es gibt noch was ich euch gerne zeigen möchte, und das ist die Multischublade von Bora hier unten. Die kann bis zu 100 Grad aufheizen, also da kann man auch wirklich was drin zubereiten. Ich habe jetzt hier nicht nur die Teller drin, sondern auch Butter, Butterschmalz mit Knoblauch. Da habe ich jetzt einfach reingelegt und dann aromatisiert der Knoblauch auch das Butterschmalz gleichzeitig. Warum Butterschmalz? Bei den höheren Temperaturen bleibt die einfach so, wie es sein soll. Butter würde braun werden. Wenn euch Olivenöl lieber ist, ein anderes Öl, könnt ihr das genauso nehmen. Sollte halt bratstabil sein. Und jetzt bin ich natürlich hier in einer sehr komfortablen Position. Das ist nämlich ein zweiter X-Bo. Jetzt ist es bei mir so, dass ich die Kartoffeln schon knusprig und eher dunkel mag. Wenn es bei euch auch so ist, dass ihr sagt, also das macht der X-Bo alles schon ganz fein, aber mir wäre es ein Tick dunkler irgendwie lieber, dann kann man natürlich die Automatikprogramme
immer verändern. Entweder für einmal oder ihr legt es ab als euer eigenes Programm. Und das funktioniert folgendermaßen. Hier sind schon die Kartoffelgerichte und da sind jede Menge verschiedene Zubereitungsarten. Bratkartoffeln, die sind jetzt mit Zwiebeln. Ich habe jetzt keine Zwiebeln, also nehme ich die Kartoffelspalten. Auch wieder, da war wieder das weiße B, Bora Choice, gesundes Lebensmittel. Wenn ihr das für eure eigenen Einstellungen, wie ihr es lieber mögt, variieren wollt und als solches abspeichern, kopiert ihr das Programm, wie ich es gerade gemacht habe, dann geht man in die Einstellungen und verändert zum Beispiel ganz einfach die Zeit. Klar, wenn es länger drin ist, wird es brauner und knuspriger. Das wird bestätigt. Dann könnten wir noch den Namen ändern. Kartoffelspalten von Armin. Badam. Und natürlich müssen die auch braun sein, oder? Zack, so. Und als Kopie speichern. Und wo findet ihr jetzt euer Rezept? Bei den Automatikprogrammen. Eigene Programme. Und da sind Kartoffelspalten von Armin. Wenn ihr es noch schneller finden wollt, legt ihr das mit dem Herzchen, liked ihr dieses Rezept und dann ist es unter den Favoriten. Was bedeutet, beim ersten Mal einschalten erscheint wieder euer Anfangsdisplay. Da sind die Favoriten und da sind jetzt die Kartoffelspalten. Also es geht ganz schnell und ganz einfach. So, aber jetzt starten wir die mal, damit wir auch fertig werden. So, dann noch ein paar Kräuter dazu. Knoblauch ist eh schon drin. Und jetzt warten wir nur noch die paar Minuten ab, bis er aufgeheizt ist. Aha, und schon ist es soweit. Zeit, die Kartoffeln reinzutun. Es ist egal, welche Ebene beim Xpo, denn die Konvektion bewirkt überall die gleiche Temperatur, die gleiche Feuchtigkeit und dann das gleiche Garergebnis. Gargurt ist drin, bestätigen und los geht's. Hinter mir jetzt ein dezentes Bimmeln, der Fisch ist fertig. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, eine Frage, die häufig kommt, ja, was mache ich jetzt, wenn ich eigentlich was habe, das ich garen will, also dämpfen, und aber was, das ich bräunen will. Beides gleichzeitig geht ja nicht. Also dann macht man am Anfang das, was am längsten dauert. In dem Fall war es jetzt der Fisch. Und gibt den einfach in die Multischublade rein. Jetzt nutze ich die Multischublade von der anderen Seite, weil hier sind ja schon die Teller drin. Und das Schöne ist, die kann man, die ist über ein Kabel verbunden mit dem Xpo, die kann man von oben steuern. Der Fisch, den machen wir gleich auf, ja, sieht schon schön aus. Die Temperatur, da reichen 45 Grad, ist ja Fisch. Und wir sagen jetzt mal für 2 Stunden. So lange werden wir natürlich nicht brauchen, aber ich gebe es jetzt einfach so ein. Und Start. Und jetzt kommt der Fisch von oben. So, jetzt mit einem Tuch den Kerntemperatursensor entfernen. Und dann in die Multischublade. Hier oben ist jetzt ein roter Balken und wenn man den antippt, kommt man wieder zurück in das Programm, das eigentlich läuft, nämlich die Kartoffelspalten von Armin. Und wie schauen die aus? Schauen wir mal rein. Wir sehen schon, die Kartoffelspalten brauchen noch ein bisschen. Das gibt uns jetzt genug Zeit, das Bratgemüse zu machen. Und zwar auf der Grillplatte von Bora, auf dem Professional-System. Und da ist die ideal geeignet, funktioniert wunderbar auf Induktion, weil die Flächeninduktion 2 Zonen hat, kann man die wunderbar kombinieren und so mit einer Einstellung beide Zonen gleichzeitig steuern. Man macht es, indem man einfach mit 2 Fingern beide Glasflächen der Knebel bedient. Knebel, das sind die Schalter. Die Leistungsstufen gehen immer von 0 bis 9 plus Powerstufe und wenn ihr bratet,
maximal Stufe 7. Alles, was drüber ist, ist zum Kochen von Flüssigkeiten. Zum Braten geht ihr bitte maximal Stufe 7, denn dann könnt ihr auch ganz entspannt alles zubereiten. Jetzt kommt das Bratolivenöl drauf und bei Bohrer ist es immer so, ihr schaltet den Abzug erst dann ein, wenn Geruch entstehen kann. Also genau jetzt, wenn das Öl auf die Grillplatte kommt. Jetzt kommt als erstes das Gemüse drauf, das am längsten braucht, nämlich die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln und die Bratpaprika. Eine Sache habe ich jetzt schon im Vorhinein gemacht, will ich euch aber nicht vorenthalten, nämlich ich habe die mit einem kleinen Messer alle angepiekst. Denn es kann sein, dass sich in den kleinen Paprika ein bisschen Druck aufbaut und dann erschrickt man, wenn die so machen in der Pfanne. Sobald ihr jetzt seht, die Paprika und Zwiebeln haben ein bisschen Farbe, dann kommt das andere Gemüse hinzu. Jetzt geht ihr mit der Temperatur ein bisschen runter, vielleicht auf 5, denn die Zucchini und die Zuckerschoten brauchen gar nicht mehr so viel Hitze. Dann braucht es nur noch ein bisschen Salz und ein klein bisschen Agavendicksaft, schadet nie. Das Gemüse ist fertig, wird warm gehalten mit der Warmhaltefunktion, mit der Einstellungsmöglichkeit an den Knebeln. Jetzt müssen wir nur noch die Salsa anrühren. Denkbar einfach alle Zutaten zusammen. Die getrockneten Tomaten, die Zwiebeln, ein wenig Tomatenmark. Sorgt für Farbe, Geschmack und gute Bindung. Agavendicksaft. Aceto Balsamico. Und den Abzug kann ich jetzt natürlich auch schon runterdrehen, weil jetzt ist es ja nur noch warm. Aber es wird nicht mehr viel gebraten. Und zu guter Letzt der Knoblauch und die Chili. Und in wenigen Minuten sind die Kartoffeln fertig. Die sehen jetzt schon hervorragend aus. Das mit der Farbe bei den Kartoffeln hängt natürlich auch ab. Ist es eine Frühkartoffel oder eine Kartoffel, die schon länger aus der Erde draußen ist? Hat sie viel oder wenig Wasser, festkochend oder halb festkochend? In dem Fall würde ich sagen, die sehen schon sehr gut aus. Also brechen wir jetzt einfach ab. Wenn es der umgekehrte Fall ist und ihr sagt, ein Minütchen oder 2 könnt es noch vertragen, gibt es hier noch diese kleine Taste plus 1 Minute. Die kann man einmal drücken, 2-, 3-mal und dann addiert sich einfach noch ein bisschen Zeit. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind jetzt schon gut und darum Stopp. Öffnen. Und hier sind sie. Oh. Wie ihr jetzt gesehen habt, ist natürlich ein Riesenvorteil. Es kommt kein Dampf mehr draus. Brillenträger sind unbehelligt. Man riecht wirklich nur das Lebensmittel, wenn es rauskommt, aber nicht vorher. Und das liegt eben an dem Neutralisieren des Dampfes, dem Zurückhalten des Fettes über die Phrasenbox, wie wir das nennen, und dem Filtern der Gerüche über den Aktivkohlefilter. So, aber jetzt holen wir die mal raus. Und jetzt nur mal so, Augen zumachen und hören. Oh, das hört sich doch knusprig an, oder? Und riechen, ach Gott, so fein. Salz muss natürlich noch drauf, Kartoffeln, die brauchen ein bisschen was. Was ich vorhin erwähnt hatte, das Universalblech, egal ob tief oder die halbe Höhe, hat die Sonderfunktion, dass es an der Unterseite unglaublich schön Röstaromen entwickelt. Das sieht man jetzt schon. Das ist die Oberseite, das ist die Unterseite. Also es wird von allen Seiten wunderbar knusprig. Und genauso wie man es bei einer Anti-Haftpfanne macht, nur Holz, Silikon oder Kunststoff verwenden. Und dann habt ihr auch eine schöne
Beschichtung, solange ihr das Blech habt. Der Fisch kommt wieder raus aus der Multischublade. Man sieht schon, wie gut die Anti-Haft-Beschichtung von dem Universalblech ist. So, aber wie kommen wir jetzt fachgerecht an den Fisch ran? Den müssen wir jetzt erstmal freilegen. Dafür habe ich hier diesen Teller und dann öffnen wir vorsichtig die Salzkruste. Und so kommt ihr an den Fisch ran. Ihr öffnet einfach vorsichtig die Salzkruste ringsrum und hebt den Deckel ab. Dann oben an der Rückengräte mit dem Messer rein. Und so könnt ihr die Haut abziehen. Und seht vor euch das saftige Fischfilet. Jetzt ist hier wieder eine Längslinie und da geht ihr mit dem Messer runter bis zu den Gräten und könnt jetzt das Filet einfach so abheben. Und jetzt brauchen wir natürlich die vorgewärmten Teller aus der Multischublade. Die hatte ich vorhin schon aktiviert. Mit angenehmen, ja, 65 Grad. Beim Anrichten, das könnt ihr natürlich immer so machen, wie ihr wollt. Das Kuliversum ist unendlich. Ich jedoch finde es besonders ästhetisch, wenn man hauptsächlich im Zentrum anrichtet und außenrum einfach freien Rand lässt. So ein bisschen auf die Farben achten, da ist jetzt noch kein Rot, kommt noch ein bisschen Rot dazu. Dann noch ein wenig Zuckerschoten, genau. Und dann ein bisschen Fisch. Die Soße vielleicht in kleinen Tupfern außenrum. Und ganz zum Schluss noch etwas frisches Grün. Entweder oben drauf oder rundum, so wie es euch gefällt. Ihr seht, gute Zutaten, gute Geräte und schon habt ihr ein wunderbares Gericht, das sich sehen lassen kann. Eines muss ich euch noch unbedingt zeigen, denn ich habe bisher noch niemanden getroffen, der gerne Backöfen reinigt. Und weil das so ist, haben wir uns was überlegt, wie man das mit dem Xpo extrem einfach hinbekommt. Alles, was ihr braucht, ist der vorhin schon erwähnte Backofenrost und diese Kartusche. Die hat 2 Wachsschichten, die den Inhalt verschließen. Die erste Wachsschicht hält Natrongranulat zurück, das ist ein natürlicher Reiniger. Dann die zweite Wachsschicht verhindert das Austreten von Zitronensäure, beziehungsweise lässt es dann erst zu, wenn es soweit ist. Was ihr machen müsst, die Kartusche so in den Rost reindrehen, dann den Xpo öffnen, in die mittlere Ebene kommt der Rost mit der Kartusche, da ist noch ein bisschen Salz drauf, darum macht es Sinn, den Kerntemperatursensor einfach rumzuwickeln, um die Kartusche einmal rumlegen, damit das Wasser gut ablaufen kann, kommt der Rost raus. Und jetzt wird aktiviert. Das Blaue steht für Sauberkeit, Frische und Wasser und hier in der Pflege sehen wir schon Intensivreinigung. Daneben nochmal der Punkt zum Trocknen und daneben der Filterwechsel, das will ich euch auch noch kurz zeigen, nämlich hier sehen wir schon, aha, der Filter ist noch in einem sehr guten Zustand und erst wenn das Gesichtchen langsam ein bisschen trauriger wird und er uns sagt, so, jetzt wäre es dann Zeit zu wechseln, dann tauscht ihr den einfach aus, zieht das nach oben, zieht den Filter raus, tauscht ihn aus, steckt den frischen rein, so leicht geht's. So, und wir aktivieren jetzt die Intensivreinigung. Und Start.
Back- und Grillrost mit Reinigungskartusche in die mittlere Einschubebene einschieben. Haben wir getan und schon geht's los. Und damit ihr sehen könnt, was da passiert, mache ich nochmal das Licht an. Das ist nämlich wirklich beeindruckend. Und das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Fliege, intensiv, Play. Hier ist noch keine Kartusche drin. Und Start. Die Reinigung dauert 4 Stunden. Aber das brauchen wir auch, denn zunächst mal wird der Garraum eingeweicht. Dann wird es gereinigt und gespült. Alles, was da an Schläuchen und Kanälen ist, wird gereinigt und gespült. Und dann wird wiederum alles mit klarem Wasser gespült. Dann kommt die erwähnte Zitronensäure und am Schluss nochmal spülen und nochmal trocknen. Und dieser ganze Vorgang dauert eben 4 Stunden. Und dann, wenn ihr aufmacht, ist er wie neu. Und wie reinigt man jetzt einen Bohrer-Kochfeldabzug? Auch extrem leicht. Nämlich das erste ist, man aktiviert die Reinigungsstufe, Cleaning-Stufe. Denn im Abzug ist ein Magnetschalter integriert. Und wenn man jetzt im laufenden Betrieb den Filter entnimmt, dann stoppt sofort der Lüfter, dass man nicht aus Versehen Fett einsaugt oder vielleicht ein Küchenpapier oder so. Also die Reinigungsstufe ist hier am Knebel, am Schalter aktiviert. Und jetzt wird zum ersten die Verschlussklappe entnommen. Dann, das ist hier ein ganz wichtiges Bauteil, nämlich der Edelstahl-Fettfilter. Und der ist wirklich durch und durch aus Edelstahl, außenrum der Kunststoffrahmen, kommt in den Geschirrspüler alle 2 bis 3 Mal, wenn man gekocht hat. Man sieht es dem dann schon an auf der Innenseite, wenn er so bräunlich ist. In den Geschirrspüler mit allem anderen, mit Geschirr, mit Tassen, einfach mit reinstellen und durchspülen lassen. Wenn was überkochen sollte, beim Professional gibt es den Schwallrand, da kommt keine Flüssigkeit rein. Da müsstet ihr schon so eine Art Soßen-Tsunami erzeugen. Aber es könnte passieren, es fällt ein Glas um, es eine Flasche irgendwie. Und darum gibt es darunter noch diesen Auffangbehälter und den kann man entnehmen, raustun und auch in den Geschirrspüler. So läuft's. Und zum Reinbauen einfach wieder einlegen. Verschlussklappe reingleiten lassen und dann ist die Sache erledigt. Wenn ihr richtig Lust habt, dieses Rezept nachzukochen, man kann das auch in einem normalen Backofen machen natürlich. Dann nehmt ihr so 210 Grad und müsst halt so ein bisschen drauf drücken und so. Dann kriegt ihr das auch raus. Das Rezept verlinken wir euch. Und wenn ihr sagt, diese Bohrer-Geräte, ich würde es gern mal kennenlernen, ich würde es gern mal selber erleben, dann gibt es auf der Bohrer-Homepage die Möglichkeit, die Events in eurer Umgebung einfach nachzulesen und dann fahrt ihr dahin oder ihr nehmt an einem Kochabend teil, dann könnt ihr da selber kochen. Wie gesagt, Bohrer-Homepage, Events und da findet ihr das alles. So, jetzt habe ich 3 Teller hier und dann noch hier, ich mache die ganze Sache nicht alleine, sondern es sind ganz fleißige Leute im Hintergrund, hinter der Kamera, am Ton, am Licht und eine Regisseurin. Und jetzt bitte ich euch, kommt bitte her und wenn ihr Lust habt, schnabuliert hier ein bisschen. Ich habe auch extra Besteck für euch.